C1. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute erkläre ich dir, wie du die perfekte C1-Prüfung schreibst. Vielleicht kennst du schon die C1-Prüfung des Goethe-Instituts aus dem letzten Video. Heute beschäftigen wir uns mit dem Prüfungsteil Schreiben der Prüfung von Telk. Es gibt nur eine einzige Aufgabe und du hast 70 Minuten Zeit, um deinen Text zu schreiben. Achtung, ich spreche heute über die allgemeine C1-Prüfung von Telk, nicht über C1 Hochschule oder C1 Beruf. Das sind 3 unterschiedliche Prüfungen, die wir in der Zukunft aber auch noch behandeln werden. Wenn du dich also für die C1-Prüfung von Telk entscheidest, ist es wichtig zu wissen, um welche Prüfung es geht. In der allgemeinen Telk-Prüfung musst du eine Stellungnahme schreiben und du kannst zwischen 2 Themen auswählen. Du bekommst zu beiden Themen jeweils einen kurzen Kontext und 2 Zitate, die dir erste Ideen geben und zur Orientierung dienen. In diesem Prüfungsteil sollst du einen Text von ca. 350 Wörtern schreiben. Das ist relativ viel und sollte gut geübt werden. Übrigens, damit du es noch leichter hast, habe ich dir zu dieser Videoserie viele wichtige Infos und Materialien mit Redemitteln zu den Prüfungen zusammengestellt. Du kannst sie dir über den Link unter diesem Video kostenlos herunterladen. Außerdem starten wir sehr bald mit Prüfungsvorbereitungskursen. Trag dich in die Warteliste ein, wenn du Interesse hast. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Wir schauen uns mal das erste Thema an. Ihre Lokalzeitung ruft die Leserinnen und Leser in regelmäßigen Abständen auf, sich kritisch mit einem kontroversen Thema auseinanderzusetzen und die eigene Meinung dazu darzulegen. Die Frage der Woche ist diesmal: Soll man Geld spenden? Führen Sie Argumente an, legen Sie Vor- und Nachteile dar und begründen Sie am Schluss Ihre eigene Position. Die folgenden Aussagen geben Ihnen erste Ideen. Nein, viele Spendengelder fließen in die Verwaltung und kommen bei den Bedürftigen nicht an. Ja, schon mit kleinen Beträgen kann man im Leben bedürftiger Menschen viel bewirken. Du sollst also für deine Lokalzeitung einen Leserbrief mit deiner Meinung zum Thema Geldspenden verfassen. Dabei sollst du Argumente anführen, auf Vor- und Nachteile eingehen und deine eigene Meinung dazu äußern. Die beiden Zitate liefern dir schon mal jeweils ein Argument dafür und dagegen und du kannst beide benutzen, wenn du sie ein wenig umformulierst. Natürlich hat ein guter Text immer auch eine Einleitung und einen passenden Abschluss, in dem du zum Beispiel ein Fazit ziehen kannst. Hier ist mein Text. Das Thema Geldspenden ist seit jeher kontrovers. Einerseits gibt es zahlreiche Hilfsorganisationen, die behaupten, mit Spenden das Leben bedürftiger Menschen nachhaltig zu verbessern. Andererseits gibt es immer wieder Berichte über ineffiziente Verwaltung, bei denen große Teile der Spendengelder nicht bei den Bedürftigen ankommen. In meinem Text werde ich die Vor- und Nachteile von Geldspenden erörtern und am Ende meinen eigenen Standpunkt begründen. Ein entscheidender Vorteil des Spendens liegt darin, dass bereits kleine Beträge einen großen Unterschied machen können. Für Menschen in Entwicklungsländern oder in Krisensituationen können wenige Euro lebensrettende medizinische Versorgung, Nahrung oder Bildung ermöglichen. Zudem haben Hilfsorganisationen durch ihre Infrastruktur und Erfahrung oft die Möglichkeit, in Krisengebieten schneller und effektiver zu helfen als Privatpersonen. Viele Spender fühlen sich durch das Bewusstsein motiviert, direkt einen positiven Einfluss auf das Leben anderer zu haben. Ein weiteres Argument für das Spenden ist die gesellschaftliche Verantwortung, die mit Wohlstand einhergeht. Menschen, die in einer wohlhabenden Gesellschaft leben, haben oft mehr Ressourcen zur Verfügung, als sie für ihren eigenen Lebensunterhalt benötigen. Durch Spenden können sie einen Teil ihres Wohlstands mit denen teilen, die weniger Glück haben. Dies stärkt das Gemeinschaftsgefühl und trägt dazu bei, finanzielle oder soziale Unterschiede auszugleichen. Auf der anderen Seite gibt es berechtigte Kritik an vielen Hilfsorganisationen.
Oft wird bemängelt, dass ein erheblicher Anteil der Spendengelder in Verwaltungs- und Marketingkosten fließt. Dies führt dazu, dass die eigentlichen Empfänger nur einen Bruchteil der gespendeten Summen erhalten. Zudem gibt es immer wieder Skandale, bei denen Gelder missbraucht oder ineffizient verwendet wurden. Diese Probleme können bei potenziellen Spendern Zweifel an der Wirksamkeit von Geldspenden hervorrufen. Ein weiterer Nachteil ist die fehlende Transparenz vieler Organisationen. Es ist für den Spender oft schwer nachzuvollziehen, wie genau seine Spende verwendet wird. Dies kann das Vertrauen in die Spendenbereitschaft nachhaltig schwächen. Zusammenfassend sehe ich die Notwendigkeit, Geld zu spenden, da Spenden ein wichtiges Instrument zur Unterstützung von Bedürftigen sind. Jedoch sollte man darauf achten, an transparente und vertrauenswürdige Organisationen zu spenden, die nachweislich effizient arbeiten. Ich persönlich bin der Meinung, dass Geldspenden, wenn sie verantwortungsbewusst getätigt werden, eine wichtige Rolle spielen können, um Ungerechtigkeiten zu verringern und Menschen in Not zu helfen. Das ist C1, ja. Was denkst du? Hast du Panik? Keine Sorge, du kannst das üben und jeder von euch kann mit ein bisschen Fleiß solche Texte schreiben. Ich habe 354 Wörter geschrieben, das ist fast eine Punktlandung. Ich habe viele Vor- und Nachteile genannt und am Ende meine eigene Meinung zum Thema geäußert. Ich markiere dir hier noch die wichtigsten Redemittel, die du für diese Aufgabe brauchst. Wenn du deine Panikattacke schon überwunden hast, dann kommen wir jetzt direkt zum zweiten Thema, das zur Auswahl steht. In der Schule ihrer Kinder wird gerade die Frage diskutiert, ob Eltern die Handy- und Internetaktivitäten ihrer Kinder mit Hilfe von Überwachungssoftware kontrollieren sollten. Die Schulleiterin hat alle Eltern eingeladen, sich kritisch mit dieser Frage auseinanderzusetzen und für die nächste Ausgabe der Schulzeitung eine Stellungnahme dazu zu verfassen. Führen Sie Argumente an, legen Sie Vor- und Nachteile dar und begründen Sie am Schluss Ihre eigene Position. Die folgenden Aussagen geben Ihnen erste Ideen. Die Überwachung dient der Sicherheit der Kinder. Auch Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre. Diesmal sollst du also in einer Schulzeitung eine Stellungnahme zum Thema Überwachung der Handyaktivitäten von Kindern durch die Eltern verfassen. Die Aufgabenstellung ist dieselbe. Du sollst Argumente anführen, auf Vor- und Nachteile eingehen und deine eigene Meinung dazu äußern. Es gibt wieder 2 Zitate, auf die du dich beziehen kannst und die du in abgewandelter Form in deinem eigenen Text benutzen kannst. Ich habe diesen Text dazu geschrieben. Die Frage, wie und ob Eltern die Aktivitäten ihrer Kinder am Handy oder im Internet kontrollieren sollten, ist ein viel diskutiertes Thema. In einer zunehmend digitalen Welt, in der Kinder immer früher Zugang zu Smartphones und dem Internet erhalten, stehen Eltern vor der Herausforderung, ihre Kinder vor den Gefahren des Internets zu schützen. Im Folgenden werde ich die Vor- und Nachteile der Überwachung erörtern und am Ende meine eigene Meinung darlegen. Ein überzeugendes Argument für den Einsatz von Überwachungssoftware ist die Sicherheit der Kinder. Das Internet birgt zahlreiche Risiken, wie etwa Cybermobbing, den Zugang zu unangemessenen Inhalten oder den Kontakt mit fremden Personen. Durch Überwachung können Eltern potenziell gefährliche Situationen frühzeitig erkennen und entsprechend handeln. Viele Eltern fühlen sich durch die digitale Kontrolle beruhigt, da sie wissen, was ihre Kinder online tun und sie im Ernstfall eingreifen können. Gerade bei jüngeren Kindern, die möglicherweise noch nicht in der Lage sind, die Gefahren des Internets eigenständig zu erkennen, ist dies von großem Vorteil. Auf der anderen Seite steht jedoch das Argument, dass auch Kinder ein Recht auf Privatsphäre haben. Wenn Eltern ihre Kinder kontinuierlich überwachen, kann dies zu einem Verlust des Vertrauensverhältnisses führen.
Kinder könnten das Gefühl bekommen, dass sie nicht selbstbestimmt handeln dürfen und ständig kontrolliert werden. Dies kann sich negativ auf ihre Entwicklung auswirken und insbesondere der Eltern-Kind-Beziehung schaden. Zudem könnte eine zu intensive Überwachung dazu führen, dass Kinder sich heimlich Wege suchen, um der Kontrolle zu entgehen, was das Problem noch verschärfen würde. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass Kinder durch eine übermäßige Überwachung nicht lernen, eigenständig und verantwortungsbewusst mit dem Internet umzugehen. Anstatt ihre Fähigkeiten im Umgang mit der digitalen Welt zu fördern, könnte dies zu einer Abhängigkeit von elterlicher Kontrolle führen, die sie später im Leben benachteiligt. Insgesamt denke ich, dass eine gewisse Kontrolle über die Handy- und Internetnutzung von Kindern sinnvoll sein kann, besonders in jungen Jahren. Dennoch halte ich eine vollständige Überwachung für problematisch und nicht machbar, da sie das Vertrauen und die Selbstständigkeit der Kinder beeinträchtigt. Statt auf Überwachungssoftware zu setzen, sollten Eltern den offenen Dialog mit ihren Kindern suchen und ihnen beibringen, eigenverantwortlich mit den Risiken des Internets umzugehen. Dies fördert nicht nur das Vertrauen, sondern auch die Fähigkeit der Kinder, sich selbst zu schützen. Da komme selbst ich außer Atem, das ist ein richtig anspruchsvoller Text. Diesmal habe ich ein bisschen mehr geschrieben, 373 Wörter, aber das ist noch in Ordnung. Viel mehr kannst du in der vorgegebenen Zeit gar nicht schreiben, wenn du dir am Ende noch Zeit zum Korrekturlesen lässt. Ich markiere dir wieder die wichtigsten Redemittel für diese Aufgabe, damit du dich ideal auf das Schreiben von Leserbriefen bzw. Stellungnahmen vorbereiten kannst. Auch hier bekommst du Punkte für 4 Bewertungskriterien: Aufgabengerechtheit, Korrektheit, Repertoire, also wie umfangreich und komplex du dich mit Wörtern und Strukturen ausdrücken kannst, und die kommunikative Gestaltung. Dieses letzte Kriterium bezieht sich darauf, wie gut der Text strukturiert ist und wie kohärent er ist. Insgesamt kannst du hier 48 Punkte für deinen Text bekommen. Wenn du dir mein letztes Video angeschaut hast, hast du vielleicht bemerkt, dass auch der Text in der Goethe-Prüfung nach ähnlichen Kriterien beurteilt wird. Mein Tipp: schreibe so viele Texte wie möglich, denn nur so schaffst du es auf dieses Niveau. Und für welches Thema hättest du dich entschieden? Hast du noch Fragen zu den C1-Prüfungen vom Goethe-Institut oder von Telg? Wenn ja, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Okay, Leute, wir sind mit dem Thema Schreiben in der Prüfung fertig. Als nächstes beschäftigen wir uns dann mit den mündlichen Prüfungen von B1 über B2 bis C1. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag mal wieder Tschüss. Bis zum nächsten Video, deine Julia.